Ich bin gerade der glücklichste Mensch auf der Welt. Und das ist nicht untertrieben. Hey Leute, willkommen zu meinem 125. YouTube-Video. Heute machen wir etwas sehr, sehr Spezielles, etwas sehr, sehr Krasses. Und ich freue mich ganz, ganz doll drauf. Wirklich, es ist so krass. Ihr werdet es nicht glauben, es ist so heftig. Okay. Das ist nicht mal die größte Box. Die war in einer noch größeren Box, aber die kann ich hier nicht, ich kann die nicht filmen. Es geht einfach nicht. Die war so riesig, ihr würdet nichts anderes mehr sehen. Ich muss für dieses Video tatsächlich stehen. Ja, Leute, ich bin so faul, ich drehe jedes einzelne Video im Sitzen. In dieser Box befindet sich ein Set von Faber-Castell. Aber nicht irgendein Set, Leute, sondern das Set. Das ultimative, das spektakuläre, das monumentale Set. Es gibt nichts Heftigeres als das, was in dieser Box drin ist. Und ich will sie jetzt wirklich, wirklich öffnen. Und das tun wir jetzt. Let's go, Leute. Sesam, noch eine Box? Wie so eine russische kleine Puppe. Wie heißen die? Matrioschkas oder so? Okay. Okay, bleib ruhig. Oh. Ey, Leute, ich fall gleich in Ohnmacht. Wie soll ich die da rauskriegen? Eins nach dem anderen. Ganz ruhig bleiben. Eins nach dem anderen. Oh, ich freue mich so extrem. Faber-Castell Art and Graphic Limited Edition User Manual. Da ist eine Anleitungsbedienung. Okay. Und wer bist du? Uns liegt am Herzen, dass unsere Art and Graphic Limited Edition unbeschränkt ankommt. Okay, wie kriege ich die da raus? Oh nein. Oh. Da bringt auch jedes Fitnessstudio nichts. So, Leute, ich habe jetzt die Box, die in einer Box war, aus der Box geholt. Oder so ähnlich. Das sind so viele Boxen, ich weiß es nicht. Ich freue mich so, wir machen das jetzt auf, oh mein Gott. Jetzt hält uns nur noch ein kleines Tape von dieser wunderschönen Box weg. Leute, jetzt kommt das Beste daran, wenn man etwas auspackt, und zwar das hier. Yes, oh mein Gott. Nice! Leute, es riecht hier wie in einem Zedernwald. Es ist so herrlich. Oh, dieses Holz ist so toll. Ich sterbe gerade 1000 Tode. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Wie man hier lesen kann, ist das die Art and Graphic Limited Edition Box. Und ich habe die Nummer 948 von gerade einmal 1761 Stück. Hier haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Kassetten, die wir uns jetzt eine nach der anderen angucken. Wir fangen ganz oben an. Hier steht Polychromos Color Pencils. Raus mit den hübschen. Oh, da ist unten ist da Stoff dran. Wie ihr sehen könnt, ist das so eine richtige Holzbox, die man hier rausnehmen und aufschieben kann. Guckt euch das an, wie das aussieht. Wie die Farben ein nach dem anderen zur Geltung kommen. Oh mein Gott. Ich freue mich, als wenn Weihnachten und Ostern am selben Tag ist. Das ist jetzt die erste Kassette und hier sind schon 120 Polychromos drin, also das gesamte Polychromos-Sortiment. Fein säuberlich sortiert. Oh, wie das riecht. Oh, es riecht alles nach Holz. Oh Gott, ich liebe diesen Geruch. Das ist so irre. Das hier sind mit meine Favorites, wenn es ums Zeichnen geht. Wir haben hier Stifte, die auf Ölbasis sind. Sie sind hinten gedippt, haben immer eine Farbbezeichnung und eine Farbnummer. Wie man das hier so schön sieht. Farbbezeichnung, Farbnummer. Jedes Mal mit einem goldenen Rand am Ende. Und man sieht hier auch die Sterne, die zeigen, wie lichtbeständig ein Stift ist. Das heißt einfach, dass eure Pigmente auf dem Blatt Papier nicht zu schnell ausbleichen und eure Bilder bleiben einfach länger schön. Was haben wir denn in der zweiten? Wir haben hier Albrecht Dürer Watercolor Pencils. Oh, die hatte ich tatsächlich noch gar nicht. Ich habe die noch nie benutzt. Ich bin sehr gespannt. Wir holen die nächste Kassette hier raus. Okay. Und weil es so schön war, machen wir es jetzt nochmal. Guckt mal. Es ist so schön. Schaut euch diese Farben mal an. Es sieht wirklich sehr, sehr brillant aus. Es ist wunderschön. Ich gucke mir sowas so gerne an. Das fließt quasi ineinander. Und auch hier ist nicht nur eine Reihe drin, sondern das ganze Sortiment. Also auch 120 Stück. Das ist crazy. Tada! Das Besondere an diesen Stiften ist, dass die auf Wasserbasis sind und daher wasserlöslich sind und man sie mit Wasser vermalen kann. Das war ziemlich oft das Wort Wasser in einem Satz. Aber man kann sie quasi wie Aquarell einsetzen. Auch hier haben wir eine Farbbezeichnung und eine Farbnummer und die Lichtbeständigkeit ist hinten notiert. Auch sie sind gedippt. Das Dippen hat den Vorteil, dass wenn eure Stifte runterfallen sollten und auf den Po fallen, dann brechen sie nicht so schnell ab. Hört euch einfach mal dieses Geräusch an. In der nächsten Schublade haben wir jetzt die Pitt Artist Pen India Ink. Ich kann es nicht oft genug sagen, wirklich, mein ganzer Raum hier riecht nach Holz. Es ist so irre. Und jetzt haben wir nochmal die... Ui! Es ist so geil, dass die anders angeordnet sind. Ey, es sind so Kleinigkeiten, die mich so extrem glücklich machen. Oh mein Gott. Erinnert ihr euch daran, als wir diese komische Lidl-Box geöffnet haben? Ist es das gleiche Feeling? Nein, absolut nicht. Das ist komplett was anderes. Ich weiß nicht, ob ihr merkt, dass ich heute extrem nervös bin, aber ich freue mich wirklich, wirklich extrem über diese Box. Also ehrlich,
Ich zittere. An dieser Stelle kein Disrespect an Lidl. Die haben wirklich das beste Obst. Ja, die haben einfach das beste Obst. Von denen hier haben wir auf jeden Fall auch 3 Etagen. Die und die. Also an Farben mangelt es uns echt nicht. Oh Gott, wie viele Schwarze sind denn da drin? Was ist denn das hier alles? 0,3, 0,5, oh mein Gott, 0,7 in jeder Ausführung. Ganz ruhig, Lana. Ist alles okay? Gucken wir die uns näher an. Hier steht drauf Faber-Castell Pitt Artist Pen Brush India Red. Auch Farbbezeichnung, Farbnummer und die Lichtbeständigkeit. Und hier hinten haben wir noch ein B. Das B steht für Brush. Das zeige ich euch mal. Das hier ist eine Brushspitze. Auch mega nice, mega nice. Damit kann man sehr, sehr gut freizeichnen einfach, wenn man irgendwie eine Idee hat und das einfach schnell auf Papier bringen will. Da kann man zack, zack, zack machen und boom, man hat's. Als 4. haben wir hier die Albrecht Dürer Marker. Ich glaube, das sind die ich schon sehr, sehr oft benutzt habe und die ich auch wirklich, wirklich zu lieben gelernt habe. Das hier sind nämlich die wunderschönen Watercolor-Marker. Die habe ich sehr, sehr oft schon benutzt und ich muss sagen, man kann sehr, sehr einfach mit denen wirklich schöne Aquarellbilder machen. Ich bin ein Riesenfan von diesen Dingern. Und hier haben wir auch einfach die gesamten Farben drin. Das ist herrlich, herrlich, herrlich. Und jetzt gucken wir uns auch hier einen näher an. Aber kurz, wie krass ist das bitte, was hier schon alles drin war? Und wir haben immer noch eine Kassette, die wir uns angucken müssen. Das hier ist ein Faber-Castell Albrecht Dürer Watercolor Marker in der Farbe Purple Violet 136, Lichtbeständigkeit, 2 verschiedene Spitzen. Das ist einmal eine Brushspitze. Und einmal so eine Filzstiftspitze. Ich denke, die kennt jeder von uns. Und ich liebe die Dinger. Ich finde die wirklich, wirklich klasse. Es macht wirklich Spaß, mit denen zu arbeiten. Brushspitze zeigt nach unten und Filzspitze zeigt nach oben. Also ich will das auf jeden Fall nicht ruinieren. Und werde das genauso da wieder reintun. Und zu guter Letzt haben wir die Pitt Monochrome. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was hier drin ist. Wir gucken uns das jetzt mal an. Es klingt sehr nach Bleistiften, wegen Monochrom halt. Okay, okay. Was erwartet uns? Es ist wirklich wie so ein Adventskalender. Ja, es sind Bleistifte. Oh, ich liebe Bleistifte. Okay, was ist hier noch drin? Wer bist du denn? Und warum warst du ganz unten? Oh, ein ganzes Pamphlet. Ui. Oh, ich dachte, das ist nur auf Japanisch. Aber nein, nein, nein. Wo ist Deutsch? Das sinnliche Erlebnis. Hier sieht man den ganzen Inhalt. Oh, das ist echt viel, ne? Das ist ja eine gesamte Liste. In der untersten Etage haben wir Bleistifte. Bleistifte in Matt. Die ganz klassischen Bleistifte von Faber-Castell, die wir kennen, die Faber-Castell 9000. Ich habe die echt so lange benutzt. Ich benutze die immer noch sehr, sehr gerne. Aber dann kamen die hier auf den Markt und die sind einfach matt. Und ich habe keine Probleme mehr damit, dass meine Zeichnungen glänzen, wenn ich ein Foto davon machen will. Kennt ihr das, wenn man eine Zeichnung hat und man will ein schönes Foto davon machen, aber dann glänzt das Graphit so auf dem Papier und man muss den richtigen Winkel finden? Das habt ihr hiermit nicht. Das ist damit gelöst. Das sind super, super Bleistifte. Ich zeichne meine Bleistiftzeichnungen fast nur noch mit denen. Ich liebe die. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Die hier heißen Pitt Graphite Matte und gehen bis sage und schreibe 14b. Das ist schon sehr, 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 sehr dunkel. Und das merkt man auch beim Zeichnen. Dann haben wir hier noch einen Anspitzer drin. Den benutze ich auch sehr, sehr gerne. Der hat eine super gute Qualität. Die Klingen brauchen Jahre, um stumpf zu werden. Ein paar Graphitkreiden. Und das hier, das habe ich ehrlich gesagt noch nie benutzt. Das hier sind Pitt Graphite Pur 2900 in der Stärke 9b. Das ist auch schon sehr, sehr dunkel. Die kenne ich nicht. Die habe ich noch nie benutzt. Ich bin gespannt. Es ist wohl einfach sowas wie das hier, nur in dünner. Also auch eine Kreide, würde ich sagen. Ein Spitzmesser. Habe ich noch nie benutzt. Wollte ich schon immer machen. Ich wollte schon immer meine Stifte mit einem Spitzmesser anspitzen. Aber ich habe mir noch nie eins geholt und ich traue mich irgendwie nicht so wirklich daran. Ich bin noch ein bisschen zu faul, um ehrlich zu sein. Weil das hat den Vorteil, dass ihr wirklich eine sehr, sehr, sehr feine Spitze spitzen könnt. Und ihr habt länger was von euren Stiften, weil bei einem Anspitzer ist das so, dass er immer ein bisschen mehr von eurem Holz runternimmt, als es eigentlich nötig ist. Wir haben hier noch ein paar Pinsel, ein kleines Schmörgelbrettchen, ein paar Estompen. Ich glaube, den hier kennen so einige von euch, ne? Das ist dieser Radierstift von Faber-Castell. Mit dem habe ich echt sehr, sehr viele Zeichnungen gezeichnet. Dann haben wir hier noch einen ganz normalen Radiergummi. Hä, wir haben noch einen Anspitzer? Was ist der Unterschied? Ah, hier ist das nicht ganz so breit wie hier. Ah, das ist für Buntstifte und das ist für Normal. Ah, das ist ein Pastellanspitzer. Okay, okay. Es wurde echt an alles gedacht. Mensch, Mensch, du. Da bin ich ja gar nicht drauf gekommen, nö. Wer bist du denn? Das ist, da, man sieht's schon. Das ist ein Kohlestift. Ich muss sagen, ich war nie so ein richtiger Fan von Kohle. Ich fand's immer zu smudgy, zu
schmutzig irgendwie. Es war nicht clean genug. Aber einige mögen es, einige zeichnen nur damit. Ich kann es nicht. Ich bin ehrlich, ich kann es einfach nicht. Ich kann nicht mit Kohle umgehen. Es ist überall. Ich habe sogar Kohle auf der Nase am Ende. Keine Ahnung, wie das da hinkommt. Und hier haben wir noch auch einen Kohlestift. Das sind 2 verschiedene Dicken. Das ist einmal S und einmal M, würde ich sagen. Und dann haben wir hier noch die hübschen Pastellkreiden. Genau dasselbe Ding bei Pastell wie... Ich weiß nicht, ob ihr das Video noch kennt, wo ich Pastell ausprobiert habe und das war ein absoluter Reinfall. Ich kann auch nicht mit Pastell umgehen, das ist echt wirklich richtig schwierig. Respekt vor jedem, der das kann. Ich kann es nicht. Aber wir haben hier auch noch ein paar sehr klassische Pastellfarben. Und zu guter Letzt haben wir auch noch einen kleinen, feinen Knetradiergummi. Ich liebe die Knetradiergummis von Faber-Castell. Ich benutze die nur. Ich benutze quasi gar keine anderen. Mit Knetradiergummis kann man seine Skizzen so ein kleines Stück wegradieren, dass man die nicht mehr so sieht, wenn man mit Buntstiften malt. Und man kann sie auch ganz, ganz fein zukneten, sodass man so eine Spitze hat und kann dann so tupfen und dann hat man so kleine Highlights in seinen Bildern. Um noch einmal zusammenzufassen, was hier eigentlich vor uns steht. Das hier ist die Art & Graphic Limited Edition Box von Faber-Castell und diese ist nur limitiert auf 1761 Stück. Fun Fact, das ist auch das Gründungsjahr von Faber-Castell und zwar 1761. Die Qualität der Materialien ist wirklich atemberaubend. Mit 1500 € ist diese Box natürlich auch kein Schnäppchen. Wir haben hier 400 der feinsten Art Supplies in einer Box. Es sind quasi 5 Boxen in einem Kasten. Und wenn ich sage Kasten, dann wirkt das irgendwie total untertrieben. Sie ist sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Buchen- und Birkenholz, man hat wunderschön verarbeitetes Metall. Es ist einfach ein Augenschmaus. Ich gucke sie mir wirklich sehr, sehr gerne an. Es ist mir eine Riesenehre, dass ich diese Box auspacken und euch zeigen kann. Ich freue mich wirklich sehr, sehr doll darüber. Vielen Dank an Faber-Castell, dass ich diese Box überhaupt öffnen durfte. Ich freue mich wirklich sehr, sehr doll. Ich hoffe, das hat man gemerkt im Video. Ich bin gerade der glücklichste Mensch auf der Welt. Und das ist nicht untertrieben. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Falls ihr es noch nicht getan habt, drückt auf Abonnieren, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal. Tschüss!